Hi, willkommen zu diesem und weiteren Videos, in denen wir euch zeigen, wie unsere Tools bzw. unser Server funktioniert. Heute haben wir unser zweites Tool, den Playfield Generator released, in dem ihr eure Galaxien und Universen leicht erstellen oder bearbeiten könnt. Solltet ihr Steam bzw. Empyrion in dem Standard C-Programme Steam blablabla Folder installiert haben, könnt ihr einfach hier unten links auf Load klicken und wir ziehen uns automatisch eure Sectors YAML-Datei aus dem Content-Folder. Ist ein bisschen sicherer als direkt vom Saves-Folder, weil der Server, wie ihr wisst, die Dateien vom Saves-Folder sich greift. Und wenn man da nicht weiß, was man macht, könnte das relativ schnell hops gehen. Genau. Hier sehen wir rechts die Kartenansicht, die vorher quasi das hier war, einfach die YAML-Datei bzw. empirisches Testen, indem man immer wieder auf den Server einloggt. Hier habt ihr jetzt die y-Koordinate und die x-Koordinate, beziehungsweise wenn ihr hier unten rechts auf den Button Front View klickt, habt ihr auch die z-Koordinate, also einen dreidimensionalen Raum, den ihr braucht. So, zusätzlich, wenn ihr zum Beispiel hier reingeht mit Doppelklick auf einen Sektor, habt ihr hier die Playfield View, die könnt ihr auch hier unten rechts mit dem Button toggeln. Hier sind halt die Planeten in einem Orbit. Dies ist quasi auch die Ansicht von den Spielern, wenn sie im Spiel drücken. Genau, da habt ihr auch die Z-Koordinate natürlich mit drin. Um jetzt das Ganze hier komfortabler zu machen, also nicht hier Zahlen einzutragen, ins Spiel einzuloggen, gucken, ob es funzt, oder noch schlimmer die Koordinaten von den Orbits, ob man noch in diesem 25 Lichtjahre Warp Drive Tank Radius drin ist und mit dem Satz des Pythagoras oder was auch immer ermittelt, haben wir uns gedacht, machen wir es ein bisschen leichter und haben Drag and Drop implementiert. Sprich, ihr könnt die Planeten einfach hin und her schieben, wie ihr wollt. Und wie ihr seht, automatisch sehen, wie die Planeten connected sind. Mit den Linien könnt ihr euch das so vorstellen wie mit einem Gummiband. Ist die Linie rot, bedeutet es, es ist ziemlich stark, sprich der Tank wäre in diesem Beispiel mit 21,89 Pentaxid befüllt. Also einmal hüpfen und gut ist. Wenn ihr jetzt den Planeten ein bisschen näher schiebt, wird es orange, da gehen vielleicht 2 Jumps und bei grün ist man fast nebenan. Wenn man übrigens hier über die Linie fährt, seht ihr hinten in den Klammern die Distanz und die Connection zwischen den Planeten. Das geht natürlich auch mit der Z-Achse. Wenn man hier Planeten hin und her schiebt, sieht man direkt die Connection zueinander. Genau. Zusätzlich könnt ihr, wie gesagt, zoomen mit dem Mausrad, beziehungsweise hier unten erstmal mit dem Slider links, rechts, beziehungsweise hoch, runter fahren. Später wird das alles ein bisschen komfortabler, indem man mit Rechtsklick zum Beispiel hin und her schieben kann. Solltet ihr in einem Playfield drin sein, gibt es im Spiel ja diese Trapezansicht. Da haben wir eingebaut, sollte ein Planet zu weit weg sein, wird er rot markiert. Sprich, dem Spieler würde jetzt im Spiel einfach nur im Radar angezeigt werden, Waterworld in, keine Ahnung, 50.000 Kilometern erreichbar, aber auf der Karte ist er nicht drin. Das heißt, wenn er gelb ist, würde es bedeuten, sie sind drin auf der Karte. Genauso bei der Z-Achse, wenn ein Planet zu weit oben ist,
würde einfach diese Linie dort erscheinen und man wüsste, irgendwo da oben ist ein Planet oder unten. Möchte man nun also eine Sektor oder ein Planet hinzufügen? Ein Sektor würde man hier unten einfach auf die leere Zeile klicken. Sagen wir nennen ihn Lost, den Orbit, geben dem quasi das Biom Space Empty und verschieben das Ganze hierhin und geben ihm, keine Ahnung, ein Dreieck als Symbol. Dann sehen wir hier Lost, das Dreieck. Im Moment muss man, was das Hinzufügen von Orbits angeht, noch diverse Refresh-Buttons oder Aktivitäten klicken, so wie hier, dann wird das hier geupdatet. Bei dem Drag and Drop, wie ihr zum Beispiel bei Forgotten Galaxy sehen könnt, hier 377, wenn wir da hinzoomen, dann wird das allerdings hier in Realtime geupdatet. Geht nur um so Sachen wie Icons oder hier einen frischen Orbit. Die Farben werden wir später auch ein bisschen besser machen, also nicht hier die Hexwerte und dann deren 255 Algorithmus, sondern einfach per Color Picker. Das hier müsste halt jetzt rot ergeben im Spiel. Beziehungsweise, ja, das Zoomen setzt es zurück. Durch den Toggle haben wir es geupdatet. So, genau. Zusätzlich können wir ja auch mal einen Testplanet hinzufügen. Sagen wir einen Temperate-Planeten. Von mir aus kann ein Stahlplanet sein. Und das halt im Zentrum 00. Genau, hier. So, genau, das kann man dann speichern und hoffen, dass man keinen Fehler gemacht hat. Also noch haben wir keine Fehlerabfrage drin. Würden wir zum Beispiel doppelte Namen verwenden, würde der Server nicht starten oder einen zu langen Namen oder ein Biom, das es nicht gibt. Das prüfen wir später, sodass man da nicht in diese Fehler reintapst. Genau, den Orbit False. So, wenn man gespeichert hat, dann muss man halt, wie ihr es vielleicht wisst, erstmal in den Serverordner gehen und die angelegte Sektordatei löschen, damit der Server beim Starten quasi die frische Content-Sektordatei, die wir hier gerade bearbeitet haben, damit er sich die schnappt. So, dann checken wir kurz alles clean, starten den Server und gehen auf den Server drauf und dort müsste quasi unser Lost Orbit mit einem Verena-Planeten existieren. Gucken wir mal und die Sektor müsste rot sein. Genau, und ein Dreieck sein. Hier. Und wenn wir dahin jumpen, sehen wir im Zentrum den Temperate Folder, den wir erstellt haben, Verena. Genau. Ja, soweit von dem ersten Release unseres Tools. Später kommen natürlich die ganzen anderen Settings wie Planeten, wie Orbits hinzu, also Ressourcen anpassen, POIs anpassen, Monster, die ganze Palette wird später hinzukommen. Fürs Erste hoffen wir, dass es euch hilft. Über Feedback freuen wir uns wirklich sehr oder Anregungen im Forum jederzeit oder einfach per Mail anschreiben.
Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Universum bauen und bis zum nächsten Mal.